Bei den rückschrittlichsten Diktaturen denken die meisten schnell an Nordkorea, einige vielleicht noch an Eritrea. Doch das folgende Land übertrifft wohl alles, was wir an Absurditäten gewohnt sind. Und das, obwohl es nicht weit von Europa liegt. Dabei steht es in den meisten internationalen Rankings noch hinter Nordkorea. Egal ob Pressefreiheit, Menschenrechte, Korruptionsbekämpfung oder Demokratieindex. Man kann sich stets sicher sein, dass dieser Staat auf einem der letzten, wenn nicht sogar auf dem allerletzten Platz landet. Die Rede ist dabei von Turkmenistan. Innerhalb kürzester Zeit schafft es der Präsident, das gesamte politische, öffentliche und private Leben der Menschen dort nur auf sich zuzuschneiden. Er kontrolliert wirklich alles im Land und gilt mit seinen Nachfolgern als eine der verrücktesten und größenwahnsinnigsten Diktatoren-Dynastien der Welt. Das Land ist dabei komplett von der Außenwelt abgeschottet und alles, was noch nach außen dringt, ist an Absurdität nicht zu überbieten. So baute er eine komplette Geisterhauptstadt, in der alle Farben außer Weiß verboten sind. Selbst schwarze Autos wurden verbannt. Er veröffentlicht regelmäßig abstruse Rap-Videos, benannte die Monate nach seinen Familienmitgliedern und dämmte nach eigenen Aussagen alle Krankheiten ein, indem er einfach allen verbot, darüber zu sprechen. Es wird also dringend Zeit, dass wir uns dieses Land genauer anschauen. Wie schaffte es der turkmenische Präsident, das Land innerhalb weniger Jahrzehnte zu solch einem Albtraum zu verwandeln? Wie sieht das Leben vor Ort tatsächlich aus und warum könnte das Land in Zukunft sogar noch abstrusere Züge annehmen? All diese spannenden Fragen schauen wir uns im heutigen Video an. Viel Spaß! Über die Geschichte vor der Sowjetherrschaft in Turkmenistan ist tatsächlich nur sehr wenig bekannt. Es lebten dort hauptsächlich kleinere Stammesverbände, die jedoch bereits früh im Einflussbereich der russischen Zaren standen. Erst im Jahr 1894 erlangte Russland dann offiziell die Herrschaft und nach der Oktoberrevolution entstand die Turkmenische Sozialistische Sowjetrepublik. Das Land wurde dadurch erstmals wirtschaftlich erschlossen und durch Häfen, Straßen und die Eisenbahn an die Außenwelt angeschlossen. Für viele Turkmenen bedeutete das ein Ende der nomadischen Lebensweise und es entstanden erstmals größere Städte. Zudem gab es nun auch Kolchosen und das Land wurde ganz im Sinne des Sozialismus und der Planwirtschaft umgestaltet. Doch in der Nachkriegszeit gab es dann eine Entdeckung, die das Land für immer verändern sollte. Nach intensiven Bohrungen fand man nämlich ab den 1960er Jahren Erdöl und vor allem massive Erdgasvorkommen. Besonders letzteres sollte dem Land schon bald einen nie dagewesenen Reichtum bescheren. Denn insgesamt verfügt Turkmenistan über geschätzte 19,5 Billionen Kubikmeter Erdgasreserven. Im globalen Vergleich liegt es damit auf Rang 4, nur noch hinter Russland, dem Iran und Katar. Die Bedeutung des Landes innerhalb der Sowjetunion stieg damit von einem Tag auf den anderen massiv an. Die Sowjets begannen umgehend mit der systematischen Erschließung und Förderung des Erdgases und durch den Reichtum wuchs in Turkmenistan eine Oligarchenelite heran. Und diese bereitete sich zu Beginn der 90er Jahre darauf vor, die alleinige Macht im Land zu übernehmen. Denn durch den Zerfall der Sowjetunion im Jahre 1991 wurde Turkmenistan am 27. Oktober desselben Jahres ein eigenständiger Staat. Und während man dabei zu Beginn noch den Anschein von Demokratie wahren wollte und zum Beispiel das Frauenwahlrecht einführte und mehrere Referenden genehmigte, änderte sich dies ziemlich schnell nach der ersten Präsidentschaftswahl. 1992 wurde nämlich Sapamirat Niyazov zum ersten Präsidenten Turkmenistans gewählt. Der Mann war bereits früh Teil der sowjetischen Elite, legte eine steile Karriere in der Kommunistischen Partei hin und war von 1985 bis 1990 erster Sekretär der Kommunistischen Partei der turkmenischen SSR. Und einmal gewählt, machte er klar, dass er die Macht nicht mehr abgeben wollte. 1994 verlängerte er die Amtszeit des Präsidenten von 5 auf 10 Jahre. Zudem schaltete er innerhalb weniger Jahre sämtliche Opposition aus und wurde 1999 schließlich vom turkmenischen Parlament zum Präsidenten auf Lebenszeit ernannt. Alle Hoffnungen auf einen demokratischen Übergang wurden so innerhalb kürzester Zeit zerstört. Doch das Schlimmste folgte erst noch, denn er schaffte es in gut einem Jahrzehnt, Turkmenistan in einen der repressivsten Staaten der Welt umzuwandeln. Jeder, der ihm widersprach, wurde eingesperrt oder direkt umgebracht. Es kam zu schweren Menschenrechtsverletzungen und willkürlichen Verhaftungen, Folter und Einschränkungen der Bewegungsfreiheit. Zudem plünderte er die Staatskassen und verschlechterte das Leben der schon armen Bevölkerung noch weiter. Viele Schulen und Krankenhäuser wurden einfach geschlossen und die wenig Verbliebenen in die Hauptstadt verlegt. Die Lebenserwartung der einfachen Bevölkerung brach dadurch massiv ein. Denn auch sonst wurde alles in seine neue Hauptstadt Aşgabat verlegt, von wo er als allumfassender, gottesgleicher Herrscher regieren wollte. Denn er schürte schließlich auch einen unglaublichen Personenkult um sich. 2001 und 2004 veröffentlichte er in 2 Bänden die Ruhnama, das sogenannte Buch der Seele. Darin findet sich eine Anleitung, wie die Turkmenen zu leben haben und wie sie ihrem Führer dienen müssen. Natürlich ist alles eine vollständige Selbstbeweihräucherung und etabliert einen turkmenischen Nationalismus, der zu großen Teilen auf erfundenen Behauptungen beruht.
Er behauptet hier zum Beispiel, Turkmenistan sei vor Jahrtausenden das am weitesten entwickelte Land der Welt gewesen. Das Rad und viele weitere technische Innovationen seien außerdem ursprünglich hier erfunden worden. Und turkmenische Gelehrte seien maßgeblich für den technologischen und kulturellen Fortschritt in Europa verantwortlich. Die ganze Welt würde deshalb nur nach Turkmenistan blicken. Ihr fragt euch jetzt wahrscheinlich, wer diese Märchen freiwillig liest, doch tatsächlich haben die Turkmenen gar keine andere Wahl. Das ausführliche Studium der Ruhnama wurde zum Pflichtprogramm an allen Schulen und Universitäten. Im staatlichen Fernsehen werden regelmäßige Lesungen ausgestrahlt und selbst für die Führerscheinprüfung ist sie elementar. Anders als bei uns stehen dort nämlich keine praktischen Fähigkeiten oder theoretische Fragen zum Straßenverkehr im Vordergrund, sondern es werden die Ruhnama-Kenntnisse in der Prüfung abgefragt. Zudem behauptete Niyazov auch, dass jeder aufmerksame Leser seines Buches nach seinem Tod unmittelbar in den Himmel komme. So wird es in den Moscheen bis heute gleichwertig mit dem Koran verehrt. Nach außen allerdings versuchte er ein ganz anderes Bild zu vermitteln. Er trat immer wieder als Edelmann auf und inszenierte sich als Friedenspräsident. Er etablierte die permanente Neutralität Turkmenistans, die 1995 auch von den Vereinten Nationen anerkannt wurde. Das Land versetzte sich daraufhin in eine selbst auferlegte Isolation. Dadurch wollte er natürlich vor allem die eigene Unabhängigkeit bewahren und die äußere Einflussnahme auf die politische Entwicklung in Turkmenistan verhindern. Denn er konnte dadurch weitestgehend verborgen von der Weltöffentlichkeit seine Macht noch weiter konsolidieren. Doch im Jahr 2006 starb er dann unerwartet an einem Herzversagen. Dabei gab es auch kurz Hoffnungen auf einen Wandel, da sein Nachfolger Gurbanguly Berdimuhamedov massive Bürgerrechtsreformen versprach. Davon wurde allerdings in der Realität nichts eingehalten. Im Gegenteil wurde es jetzt noch abstruser. Denn offenbar hatte er ein äußerstes Faible für die Farbe Weiß. Er verbot von da an alle nicht weißen Autos und baute die komplette Hauptstadt mit weißem Marmor um. Obwohl bereits zu Baubeginn 70% der Gebäude leer standen, ließ er trotzdem neue Prunkbauten, Ministerien und Luxushotels bauen. Darunter auch ein gewaltiges Olympiastadion, das Platz für über 45.000 Menschen bietet, und das, obwohl in Turkmenistan nie Olympische Spiele stattfanden. Davon wäre der Präsident aber sicher nicht abgeneigt, denn er ist gewillt, immer mehr Sportveranstaltungen ins eigene Land zu holen. Darunter waren zum Beispiel bereits die Weltmeisterschaften im Gewichtheben und die Asian Indoor and Martial Arts Games, die in Turkmenistan weitermachen. Denn die meisten der Prunkbauten stehen bis heute leer. Im Gegenzug wurde aber im Gesundheits- und Bildungssystem weiter gekürzt. Denn tatsächlich gibt es in Turkmenistan auch offiziell gar keine Krankheiten mehr. Er hat den Medien die komplette Berichterstattung untersagt und auch sonst darf nicht darüber gesprochen werden. Und so gab es dort auch keine Pandemie. Erst als das Virus wirklich Überhand nahm, verordnete er eine Maskenpflicht, allerdings mit der Begründung der unglaublich starken Sommerwinde. Und dann entdeckte er auch das Internet, wo er sich vor der Weltöffentlichkeit als Übermensch präsentiert. Es gibt Videos, wo er von einem Fahrrad aus Basketball spielt. Natürlich trifft er als einziger immer den Korb, während seine Minister alle verfehlen. Er nimmt auch regelmäßig Rap-Videos mit seinem Enkel auf und in einem anderen Clip stemmt er im Anzug und Krawatte eine Hantel, um seine unglaubliche körperliche Stärke zu demonstrieren. Vor 2 Jahren übergab er dann die Macht an seinen Sohn, wobei es in Turkmenistan mit jeder Generation gefühlt noch verrückter wird. Denn dem neuen Präsidenten reichte eine komplett weiße Stadt immer noch nicht, weshalb er sich mitten in der Wüste kurzerhand eine neue bauen ließ. Offenbar stark inspiriert von den Saudis, denn sie soll eine der modernsten Smart Cities der Welt werden, weshalb dort auch nur E-Autos zugelassen sind. Und das, obwohl sich in Turkmenistan sowieso schon niemand einen alten Verbrenner leisten kann. Die Stadt wird also sicherlich ähnlich leer wie auch die Hauptstadt sein. Bis auf einmal im Jahr. Denn im Oktober findet dort jetzt immer ein Wiener Ball statt. Der neue Präsident scheint ein großer Anhänger des Wiener Walzers zu sein, weshalb er ein gewaltiges Spektakel inszenierte, wobei turkmenische Paare zu österreichischen Klängen auftraten. Insgesamt wirkte aber alles doch mehr wie eine Militärparade als ein spaßiges Fest. Ich könnte tatsächlich noch ewig weitermachen mit Absurditäten aus diesem Land, aber vielleicht mache ich dazu irgendwann mal ein eigenständiges Video. So, das war's auf jeden Fall für heute. Ansonsten kann ich euch noch sehr mein Video über das verrückte saudische Projekt The Line empfehlen. Ich verlinke es euch direkt hier, viel Spaß beim Anschauen und ich sage ciao.